Und wir schreiben also inzwischen Tag 995 dieses Ukraine-Krieges. Und nicht nur in Kupiansk wird gekämpft. Unser Korrespondent Christoph Wanner ist im Osten der Ukraine mitten im Kriegsgebiet unterwegs. Inzwischen ist er in der Nähe der heftig umkämpften Stadt Pokrovsk. Hier seine Einschätzung zur aktuellen Lage. Wir sind jetzt hier in Pokrovsk. Das ist die Hauptstoßrichtung der russischen Truppen in diesem Krieg im Augenblick. Noch sind die Russen circa 7-8 Kilometer östlich von hier. Und noch konzentrieren sie sich vor allem auf einen anderen Ort in dieser Stoßrichtung. Und der heißt Korachowe, an einem Stausee gelegen. Ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, wie übrigens auch dieses Pokrovsk hier. Und da nehmen die Russen dieses Korachowe gerade in die Zange, in einen Halbkessel und sind dabei, den Kessel zu schließen. Es gibt da wohl auch schon Kämpfe im Stadtzentrum von Korachowe und da ist die Situation für die ukrainischen Truppen tatsächlich alarmierend. Und sollten die Russen es schaffen, diesen Ort Korachowe einzunehmen, dann wird sich sofort das Ganze in Richtung Pokrovsk bewegen, also hierher, wo wir jetzt stehen. Und die große Frage ist, wie die Russen vorgehen, ob sie dann Pokrovsk versuchen frontal zu nehmen, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, weil die Ukrainer haben hier starke Reserven reingebracht, Verteidigungslinien hochgezogen. Ist also gut möglich, dass die Russen die Taktik anwenden, die sie in den vergangenen Wochen immer wieder angewandt haben, bei anderen Orten, die sie eingenommen haben, wie zum Beispiel Selidowa, Garniak oder auch bei Ukrainsk. Das heißt, sie versuchen diese Orte in einen Halbkessel zu nehmen, in die Zange zu nehmen, eine Seite offen zu lassen, damit dann die Ukrainer in diese Richtung rausgedrückt werden. So könnte das Ganze auch hier im Falle von Pokrovsk ablaufen.